Nun werfen wir noch einen Blick auf das Thema Tracking. Tracking bedeutet, dass eine andere Person regelmäßig nachschauen kann, wo sich eine zweite Person befindet. Da gibt es heute Lösungen für Kinder, Smartwatches für Kinder. Es gibt Tracking-Module, um Fahrräder, Autos oder auch schutzbedürftige Personen zu kontrollieren. Und der Unterschied vom Tracking zu dem SOS-Band: Das SOS-Band liefert diese Information, wo sich die Person befindet, nur wenn es zu einem Alarm kommt. Im Gegensatz dazu bei echten Tracking-Modulen, die zum Beispiel so aussehen könnten: Da ist eine SIM-Karte verbaut, da ist ein Akku oder eine Batterie verbaut, kann ich jederzeit abrufen, wo sich die Person befindet, ohne dass die betroffene Person es mitbekommt. Das heißt, es ist ein sehr hoher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und in den Datenschutz. Ich kann dort bei solchen Modulen oft eine Sicherheitszone definieren. Das könnte zum Beispiel sein: Solange sich die Person im Umkreis von 2 Kilometern um seine Wohnung bewegt, wird kein Alarm ausgelöst. Ich kann bestimmte Bezugs- oder Zieladressen anlegen, zum Beispiel die Ärzte, die regelmäßig besucht werden, dass da auch kein Alarm ausgelöst wird, auch wenn es außerhalb dieser 2-Kilometer-Zone ist. Und etwas schwierig bei diesen Tracking-Modulen ist, ich brauche zum einen einen Mobilfunkvertrag und sie haben einen sehr hohen Akkuverbrauch, Stromverbrauch. Das heißt, je nachdem, wie oft halt diese Position aktualisiert werden soll, kann es sein, dass so ein Akku nur einen Tag reicht. Eine ganz neue Technik in dem Bereich ist Smart Tags. Smart Tags funktionieren nach einem komplett anderen Prinzip. Die Apple AirTags sind am bekanntesten da. Von Samsung gibt es die, heißen sie wirklich auch Smart Tags. Und ich will es einfach mal an den Apple-Produkten erklären, wie das Ganze funktioniert. Bei anderen funktioniert es sehr ähnlich. Das sind sehr kleine, kompakte Geräte, die nur einen Nahfunkbereich abdecken. Das heißt, wenn diese Smart Tags in der Nähe meines eigenen Smartphones sind, kann ich sie direkt mit meinem Smartphone erkennen. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel so ein Smart Tag außerhalb von der Reichweite meines Smartphones habe, dann nutzt zum Beispiel Apple alle Smartphones, alle iPads, alle MacBooks, die zur Verfügung sind, um diesen Smart Tag zu finden. Das würde bedeuten, ich habe zum Beispiel meine Handtasche in der S-Bahn vergessen, habe dort diesen Smart Tag drin, würde sagen: Wo habe ich denn meine Handtasche? Such mir doch mal den Smart Tag zu meiner Handtasche. Und dann würden iPhones, iPads und MacBooks, die sich gerade in der Straßenbahn befinden, würden diesen Smart Tag erkennen und würden das über das Apple-eigene Netzwerk anonym weitermelden. Ich würde zu Hause auf mein Handy die Mitteilung bekommen, wo sich meine Handtasche gerade befindet. Das hat den Vorteil, ich brauche keinen Mobilfunkvertrag, es wird wesentlich weniger Energie verbraucht, also sie sind sehr, sehr langlebig, diese Smart Tags. Und das ist der große Vorteil daran. Das Dritte, was natürlich relativ simpel und einfach ist, ist nochmal eine Möglichkeit über Smartwatches oder direkt über Smartphones auch, weil da kennen viele wahrscheinlich auch diese Funktion: Suche oder finde mein Smartphone. Und wenn dann eine betroffene Person so ein Smartphone oder eine Smartwatch dabei hat, kann ich natürlich jederzeit auch über die Funktion Suche mein iPhone oder Suche mein Smartphone kontrollieren, wo sich dieses Gerät gerade befindet.